Stell dir vor, jemand sagt dir, du sollst den Winter in einem Zelt verbringen. Nicht im Garten, in der Mongolei, wo es nachts auf minus 40 Grad geht. Du würdest das für ein Todesurteil halten und du hättest bei fast jedem Zelt recht. Bei diesem einen nicht. In der Mongolei stehen allein in der Hauptstadt mehr als 160.000 davon und in ihnen wird gewohnt, geschlafen und gekocht das ganze Jahr über. Die Wand dieser Behausung ist ein Gitter aus dünnen Holzstäben. Darüber liegt Wolle. Nicht gewebt, nicht genäht, einfach verdichtet. Und mitten in der Decke ist ein Loch, das niemals ganz geschlossen wird. Ein Loch in der Decke bei minus 40 Grad. Das klingt nach dem schlimmsten Konstruktionsfehler, den man sich ausdenken kann. Es ist der Grund, warum das Ganze überhaupt funktioniert. Und die Wolle, die du für die Heldin dieser Geschichte hältst, wärmt in Wahrheit überhaupt nicht. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum ausgerechnet ein Loch im Dach eine Jurte bewohnbar macht. Wir analysieren, was in einem Stück Filz eigentlich die Arbeit leistet und warum es nicht das ist, wonach es aussieht. Und wir reisen in ein Tal, in dem dieselbe Bauweise, die in der Steppe seit 3000 Jahren funktioniert, zu einem der größten Gesundheitsprobleme Asiens geworden ist. Wenn du wissen willst, wie so etwas funktioniert, abonniere jetzt den Kanal, damit klar ist, wovon wir reden. Ulaanbaatar ist die kälteste Hauptstadt der Erde. Nicht eine der kältesten, die kälteste und zwar deutlich. Das Jahresmittel liegt bei rund minus 1,5 Grad und damit ist es die einzige Hauptstadt der Welt, deren Jahresdurchschnitt überhaupt unter Null liegt. Nicht der Januar, das ganze Jahr. Im Januar selbst liegt das Mittel bei etwa minus 23 Grad und die Höchstwerte am Tag kommen nicht über minus 15 hinaus. Bei Kälteeinbrüchen fällt es nachts regelmäßig unter minus 35. Im Januar 2012 blieb die Stadt eine ganze Woche lang unter minus 40 Grad mit einem Tiefstwert von minus 44. 11 Jahre davor waren es kurzzeitig minus 45. Und diese Verhältnisse dauern nicht ein paar Wochen. An mehr als 6 Monaten im Jahr liegt das Mittel unter dem Gefrierpunkt, von Oktober bis in den April hinein. Ein Haus aus Stein kann man in so einem Klima bauen. Man muss es dann aber stehen lassen. Und genau das war nie eine Option, denn wer Tiere hält, muss den Tieren folgen. Die Steppe gibt ihr Futter nicht an einem Ort her, sondern nacheinander an vielen. Und ein Hirte, der bleibt, verliert seine Herde. Die Bauaufgabe lautete deshalb nie, baue etwas Warmes. Sie lautete, baue etwas Warmes, das du mitnehmen kannst. Die Antwort darauf ist mehr als 3000 Jahre alt und die frühesten Spuren reichen in die Bronzezeit zurück. Die früheste bekannte Abbildung sitzt auf einer Bronzeschale aus dem Zagros-Gebirge im heutigen Iran. Die zweitfrüheste ist eine Wandmalerei aus einem Grab des 1. Jahrhunderts auf der Krim. Der erste zweifelsfreie Beleg für die Gitterjurte, wie sie heute noch steht, kam aus einem Grab im mongolischen Chenti-Gebirge, aus der Zeit Dschingis Khans. Es war nicht das Grab eines Fürsten, es war das Grab eines gewöhnlichen Mannes. Und jetzt der Teil, der einem etwas über die Qualität dieser Konstruktion verrät. Als die Mongolen fremde Städte eroberten, zogen sie nicht in die Häuser. Sie stellten ihre Jurten innerhalb der Stadtmauern auf. Menschen, die gerade eine Stadt aus Stein gewonnen hatten, entschieden sich für das Zelt. Der Entwurf hat sich seitdem in seinen Grundzügen nicht mehr geändert. Das liegt nicht an Traditionspflege. Es liegt daran, dass ausprobiert wurde, was ging. Und übrig blieb, was funktionierte. Man könnte das für Folklore halten. Ein bisschen Romantik, ein bisschen Tradition und im Grunde könnte man ja auch ein Haus bauen. Dann sieht man sich an, was passiert, wenn die Beweglichkeit fehlt. In der Mongolei gibt es dafür ein eigenes Wort. Zut. Gemeint ist ein Winter, der die Tiere umbringt und er kommt in mehreren Sorten. Beim weißen Sud fällt so viel Schnee, dass die Herde nicht mehr an das Gras darunter kommt und sich auch nicht mehr fortbewegen kann. Beim eisernen Zud taut es kurz und friert dann wieder und über der Weide liegt eine geschlossene Eisschicht. Das Futter ist dann noch da. Es ist nur unter Panzerglas. Im Winter 2024 kam beides zusammen. Im Januar lagen bis zu 90% des Landes unter Schnee und es fiel fast doppelt so viel wie im langjährigen Mittel. Bis Ende April waren nach amtlicher Zählung rund 7,2 Millionen Tiere verendet. Mindestens 2250 Hirtenfamilien verloren mehr als 70% ihrer Herde. Rund 300.000 Menschen in diesem Land leben von genau diesen Tieren. Und die einzige wirksame Antwort auf einen Sud ist bis heute dieselbe wie vor 1000 Jahren. Wegziehen. Schnell, weit und bevor es zu spät ist. Es gibt dafür sogar einen eigenen Begriff. Otor. Und er bezeichnet nichts anderes als den überstürzten Aufbruch. Ein Haus, das man nicht in einer Stunde abbauen kann, ist unter diesen Bedingungen kein Schutz. Es ist eine Fessel. Fangen wir bei der Hülle an, denn die ist das Ungewöhnlichste daran. Die Wand einer Jurte besteht aus Filz. Filz ist kein Gewebe.
Es gibt keine Kette, keinen Schuss, keine Fäden, die sich kreuzen. Es ist ein Haufen loser Wolle, der so lange bearbeitet wird, bis er ein Stück ist. Der Grund dafür sitzt auf der Faser selbst. Eine Wollfaser ist nicht glatt, sondern von einer Schuppenschicht überzogen, wie ein Tannenzapfen im Kleinen. Kommen Feuchtigkeit und Wärme dazu, stellen sich diese Schuppen auf. Reibt man die Fasern dann gegeneinander, verhaken sie sich ineinander und kommen nicht wieder auseinander. Das ist der ganze Trick und er ist unumkehrbar. Die Mongolen haben daraus ein Verfahren gemacht, das man gesehen haben muss, um es zu glauben. Die Wolle wird mit Holzstöcken so lange geschlagen, bis sie locker und gleichmäßig ist. Dann wird sie in Lagen ausgebreitet, befeuchtet, um eine schwere Stange gewickelt und in Segeltuch eingeschlagen. Und dann wird diese Rolle hinter ein Pferd gespannt. Oder hinter ein Kamel. Und gezogen. 15 bis 20 Kilometer weit. Erst dann ist der Filz dicht genug. Ein Baustoff, dessen Herstellung in Kilometern gemessen wird. Und jetzt kommt die Stelle, an der die meisten falsch abbiegen. Man nimmt an, dass die Wolle wärmt. Sie fühlt sich warm an, sie kommt von einem warmen Tier, sie liegt in der Wand, also wird sie schon dämmen. Nur ist das nicht der Fall. Der Dämmwert von Wolle steckt nicht in der Wolle. Er steckt in der Luft, die zwischen den Fasern eingesperrt ist. Ruhende Luft ist ein außerordentlich schlechter Wärmeleiter. Und genau das will man in einer Wand haben. Das Problem an Luft ist nur, dass sie selten stillhält. Wird sie irgendwo warm, dehnt sie sich, steigt auf, kühlt ab, sinkt und nimmt dabei jedes Mal Wärme von innen nach außen mit. Diese Bewegung ist der eigentliche Feind. Die Aufgabe der Wolle ist deshalb nicht zu wärmen. Ihre Aufgabe ist, Luft am Umherwandern zu hindern. Sie ist ein Käfig, kein Ofen. Das erklärt auch, warum die Zahl der Lagen wichtiger ist als ihre Dicke und warum eine Jurte im Winter 3 bis 4 Filzlagen bekommt, statt einer dicken. Jede Lage ist ein weiteres Gefängnis für ruhende Luft. Und es erklärt etwas, das gleich noch entscheidend wird. Wird diese Luft durch Wasser ersetzt, ist der Käfig wertlos. Wasser leitet Wärme rund 25 Mal besser als Luft. Nasse Dämmung ist keine Dämmung. Sie ist eine Kühlrippe. Diese Hülle muss auf irgendetwas liegen und das Gerüst darunter ist genauso eigenwillig. Es besteht aus 4 Teilen und keines davon ist verschraubt. Die Wand heißt Kana und ist ein Scherengitter aus dünnen Stäben, die sich kreuzen und an den Kreuzungspunkten beweglich verbunden sind. Man kann sie zusammenschieben wie ein Gartentor und auseinanderziehen wie eine Ziehharmonika. Eine übliche Familienjurte hat 5 solcher Wandsegmente, die im Kreis gestellt werden. Größere haben bis zu 10, kleinere 3. In der Mitte oben sitzt der Tonno, ein hölzerner Ring, oft prächtig verziert. Zwischen Wand und Ring spannen sich die Dachstangen, die Uni, und bei der Standardgröße sind es 88 davon. 2 Stützen tragen den Ring beim Aufbau, die Bagana. Und die Tür, die Kalga, ist das einzige feste Bauteil im ganzen Haus. Zusammengehalten wird das alles von Seilen und Holzdübeln. Kein Nagel, kein Beton, kein Fundament. Die komplette Jurte wiegt zwischen 250 und 300 Kilogramm. Eine geübte Familie stellt sie in weniger als einer Stunde hin. Wer es zum ersten Mal macht, braucht 2 bis 4. Bleibt die Frage, warum das Ding kreisrund ist, und die Antwort hat 2 Hälften. Die erste ist Rechnerei. Von allen Formen, die eine bestimmte Fläche umschließen, hat der Kreis den kürzesten Umfang. Weniger Umfang heißt weniger Wand und weniger Wand heißt weniger Fläche, durch die Wärme verschwinden kann. Bei gleichem Wohnraum verliert ein Rundbau schlicht an weniger Stellen. Das ist der stille Teil des Vorteils und der zweite ist der laute. In der Steppe gibt es nichts, was Wind bremst. Keine Hügelkette, keinen Wald, kein Nachbarhaus. Was ankommt, kommt ungebremst an. Ein Rechteckbau stellt dem eine Wand entgegen. Der Wind trifft frontal auf, staut sich und an den Kanten entstehen Sogkräfte, die an der Konstruktion reißen. Ecken sind die Stellen, an denen Gebäude im Sturm anfangen zu versagen. Eine Jurte hat keine. Die Strömung läuft um sie herum, statt gegen sie zu drücken, und weil die Form von allen Seiten gleich aussieht, ist es der Konstruktion vollkommen egal, aus welcher Richtung der Wind kommt. Dazu kommt das flach geneigte Dach, das dem Wind keine Fläche bietet, an der er ansetzen und abheben könnte. Ein Haus muss wissen, wo Norden ist. Eine Jurte nicht. Trotzdem müsste dieses Gitter eigentlich auseinanderfallen. 88 Stangen drücken von oben schräg nach außen gegen eine Wand aus dünnen Holzlatten, die nirgends verankert ist. Bei jedem normalen Bauwerk würde die Wand nach außen wegklappen. Sie tut es nicht und der Grund ist ein Kräftepaar, das sich gegenseitig festhält. In der Mitte sitzt der Dachring unter Druck. Alle Stangen stemmen sich gegen ihn und weil sie das von allen Seiten gleichzeitig tun, heben sie sich gegenseitig auf. Der Ring wird zusammengedrückt und hält dagegen. Am unteren Ende passiert das Umgekehrte. Um die gesamte Wand läuft ein Gurt, ein Zugband, und dieses Band nimmt genau die Kraft auf, die die Stangen nach außen schieben. Es wird gespannt und hält die Wand auf ihrem Kreis.
Druck in der Mitte, Zug außen herum. Zwischen diesen beiden steht das Haus in sich selbst. Deshalb braucht es kein Fundament, es stützt sich nicht auf den Boden, sondern gegen sich selbst. Und deshalb wird eine Jurte auch nicht wirklich abgebaut, sondern nur entspannt. Man löst den Gurt und die Konstruktion gibt nach. Was ein Bauwerk zusammenhält, muss nicht schwer sein. Es muss nur im Gleichgewicht stehen. Jetzt zurück zu dem Fehler aus dem Anfang. Mitten in der Decke sitzt der Ring und in diesem Ring ist eine Öffnung. Sie lässt sich mit einer Filzklappe von außen verkleinern, über ein Seil, das von innen bedient wird. Aber sie wird nicht dicht gemacht, auch nicht im tiefsten Winter. Man baut also freiwillig ein Loch in die Decke eines Hauses in einer Gegend, in der es minus 40 Grad wird. Der erste Grund dafür ist offensichtlich, wenn man an den Ofen denkt. Unter dem Ring steht ein Ofen aus Blech und sein Rohr geht durch die Öffnung nach draußen. Ein Ofen braucht Zug und Zug entsteht nicht von selbst. Er entsteht, weil warme Luft leichter ist als kalte. Die heißen Gase im Rohr wiegen weniger als die eisige Luft draußen und dieser Gewichtsunterschied saugt sie nach oben. Der Ofen zieht nicht, weil er heiß ist. Er zieht, weil es draußen kalt ist. Je kälter der Winter, desto besser arbeitet der Kamin. Was oben hinausgeht, muss aber unten nachströmen, sonst reißt der Zug ab. Deshalb sitzt am unteren Rand der Wand ein Spalt und deshalb bleibt die Kappe oben offen. Nur ist das noch nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist Wasser. In einer Jurte wird geatmet, gekocht und Tee gemacht. Eine Familie gibt an einem Tag mehrere Liter Wasser als Dampf an die Luft ab. Und dieser Dampf hat nur einen Weg nach draußen. Findet er ihn nicht, sucht er sich die kälteste Stelle im Raum und wird dort wieder flüssig. Die kälteste Stelle ist die Wand, also genau die Schicht, die ihre Arbeit nur verrichtet, solange sie voller ruhender Luft ist. Wolle kann eine ganze Menge davon abpuffern. Sie nimmt bis zu der Hälfte ihres Eigengewichts an Wasserdampf auf, ohne sich nass anzufühlen und ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft. Aber es ist ein Puffer und kein Ausweg. Ist er voll, kondensiert das Wasser in den Fasern. Und ab da läuft es in eine Richtung, aus der es nicht mehr zurückkommt. Der nasse Filz dämmt schlechter, die Wand wird kälter, an der kälteren Wand schlägt sich mehr Wasser nieder und die Dämmung wird noch nasser. Bei minus 40 Grad friert das Ganze dann in der Wand fest. Die Lüftung ist deshalb keine Bequemlichkeit. Sie ist der Preis dafür, dass die Dämmung trocken bleibt. Und trocken ist die einzige Betriebsart, in der sie überhaupt etwas taugt. Das Loch im Dach ist kein Loch in der Konstruktion. Es ist Teil davon. Es gibt noch eine Entscheidung, die überall gleich getroffen wird. Und man sieht sie von außen. Die Tür einer Jurte zeigt nach Süden. Manchmal nach Südosten, nie nach Norden. Das hat zwei Gründe. Und beide sind reine Physik. Der Wind, der in der Mongolei die Kälte bringt, kommt aus dem Norden, von Sibirien herunter. Die Tür ist die einzige Stelle im ganzen Bau, die sich öffnet und damit die einzige Schwachstelle in einer sonst geschlossenen Hülle. Diese Schwachstelle legt man auf die windabgewandte Seite. Der zweite Grund ist die Sonne. Auf der Nordhalbkugel steht sie mittags im Süden und im Winter steht sie tief. Eine tiefstehende Sonne scheint nicht auf ein Dach, sondern gegen eine Wand. Und wenn die Tür offen ist, direkt in den Raum hinein. Nebenbei ergibt das eine Uhr. Durch die Öffnung im Dach wandert im Lauf des Tages ein Lichtfleck über die Wände und den Boden. Und weil die Jurte immer gleich ausgerichtet ist, wandert er immer gleich. Die traditionelle Aufteilung des Innenraums folgt genau diesem Fleck. Ein Haus, das seine eigene Sonnenuhr ist. Bisher haben wir immer über den Winter geredet. Die Mongolei hat aber auch einen Sommer und der ist heiß. Und jetzt kommt der Teil, der zeigt, wie durchdacht die Sache wirklich ist. Ein normales Haus ist im Sommer dasselbe Gebäude wie im Winter. Man kann Fenster öffnen und mehr nicht. Die Wand bleibt, wo sie ist und ihre Dämmung arbeitet weiter, ob man will oder nicht. Bei der Jurte ist die Wand kein Bauteil, sondern eine Einstellung. Im Winter werden die Filzlagen aufgestockt, 3 bis 4 statt einer, und am unteren Rand wird die Hülle gegen den Boden abgedichtet. Traditionell schichtet man dort Holz oder Erde auf, damit keine kalte Luft unten hereinkriecht. Im Sommer passiert das Gegenteil. Die überzähligen Lagen kommen herunter und der untere Rand des Filzes wird ringsum ein Stück hochgerollt. Aus der geschlossenen Wand wird ein umlaufender Spalt. Und damit dreht sich die ganze Physik von vorhin um. Der Kamineffekt, der im Winter den Ofen versorgt, saugt jetzt kühle Bodenluft von außen unter der Wand hindurch und schiebt die heiße Luft oben durch den Dachring hinaus. Ohne Strom, ohne Ventilator, allein über den Temperaturunterschied. Dieselbe Öffnung, dieselben Stangen, dasselbe Gerüst. Nur ein anderes Betriebsprogramm. Ein Gebäude, dessen Wand man je nach Jahreszeit auf- und zuschieben kann wie einen Reißverschluss. Bis hierher ist das eine sehr gute Geschichte. Jetzt kommt der Teil, der sie kompliziert macht. Denn diese Konstruktion ist für die Steppe entworfen und in der Steppe steht sie allein.
Was passiert, wenn man sie in eine Stadt stellt, kann man in Ulaanbaatar besichtigen. Die Stadt liegt in einem Tal auf etwa 1300 Metern Höhe. Rund um den gebauten Kern sind über Jahrzehnte Viertel gewachsen, in denen die Menschen genauso wohnen, wie ihre Familien es immer getan haben. Mehr als 160.000 Jurten stehen heute in dieser einen Stadt. Rund 95% dieser Haushalte heizen mit Kohle und Holz. Und jetzt rechne mit: Eine Jurte verbrennt im Jahr etwa 5 Tonnen Kohle, dazu 3 Kubikmeter Holz. An einem Wintertag sind das 13 Kilogramm Kohle in einem einzigen Ofen, multipliziert mit 160.000. In einem Talkessel, in dem die kalte Luft im Winter unten liegen bleibt und sich nicht austauscht. Der Ofen, der die Jurte in der Steppe bewohnbar macht, macht die Stadt unbewohnbar, sobald genug davon nebeneinander stehen. Es ist dieselbe Technik, nur nicht mehr dieselbe Menge. Wie schlimm es ist, hat eine Untersuchung gemessen, die 60 Jurten über den Winter mit Messgeräten ausgestattet hat. Gemessen wurde Feinstaub, also die kleinen Partikel, die tief in die Lunge gehen. Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation liegt bei 25 Mikrogramm je Kubikmeter im Tagesmittel. In den untersuchten Jurten lag der Mittelwert bei 236. Das ist das Neunfache, und zwar nicht draußen, sondern im Wohnraum. In der Spitze wurden für ein halbstündiges Fenster fast 800 gemessen. Draußen sah es kaum besser aus. 148 an der Messstelle in der Innenstadt und 250 in den Jurtenvierteln selbst. Und dann steckt in dieser Studie eine Zahl, die niemand erwartet hatte. Man hatte über Jahre verbesserte Öfen verteilt, die weniger Kohle brauchen und sauberer verbrennen sollen. In den Jurten mit dem alten Ofen lag der Tagesmittelwert bei rund 204 Mikrogramm. In den Jurten mit dem verbesserten Ofen lag er bei rund 258. Höher. Die Studie stellt diesen Unterschied fest, ohne ihn abschließend erklären zu können, und man sollte daraus keine vorschnelle Ursache basteln. Aber die Richtung ist unbequem genug. Ein Gerät kann in der Prüfhalle sauberer sein und im wirklichen Wohnzimmer trotzdem nicht besser abschneiden. Der Fehler liegt nämlich nicht im Ofen, er liegt eine Ebene darüber. Die Jurte ist eine hervorragende Antwort auf eine Frage, die in der Stadt niemand mehr stellt. Sie ist gebaut, um beweglich zu sein, und Beweglichkeit kostet Dämmung. 3 Lagen Filz sind großartig für etwas, das 250 Kilogramm wiegen und in einer Stunde stehen muss. Gegen eine gemauerte Wand mit 20 cm Dämmstoff verlieren sie haushoch. In der Steppe ist dieser Handel richtig, weil Unbeweglichkeit dort schlicht keine Option ist. In einem Vorort von Ulaanbaatar, wo niemand mehr weiterzieht, wird derselbe Handel absurd. Man zahlt den vollen Preis für eine Beweglichkeit, die man gar nicht mehr braucht, und gleicht den Verlust mit Kohle aus. Deshalb hilft ein besserer Ofen so wenig. Er beschleunigt eine Rechnung, deren Vorzeichen falsch ist. Und genau deshalb setzen die ernsthaften Programme dort auch nicht mehr am Ofen an, sondern an der Hülle und am Brennstoff. Damit lässt sich der Satz vom Anfang auflösen. Es heißt immer, die Jurte halte die Kälte draußen. Das tut sie nicht. Kein Bauwerk tut das. Eine Wand hält Kälte nicht auf, sie verlangsamt nur, wie schnell Wärme nach draußen verschwindet. Eine Jurte ohne Feuer ist innerhalb weniger Stunden genauso kalt wie die Steppe drumherum. Sie ist nur langsamer dabei. Was diese Konstruktion tatsächlich leistet, ist etwas Bescheideneres und Klügeres. Sie sorgt dafür, dass ein einzelner Blechofen ausreicht. Die runde Form hält die Fläche klein, über die verloren geht. Der Filz hält die Luft still, damit sie die Wärme nicht hinausträgt. Die Öffnung im Dach hält den Filz trocken, damit er das überhaupt kann. Und die Ausrichtung nach Süden nimmt mit, was die Sonne im Winter noch hergibt. Kein einziges dieser Teile wärmt. Sie sorgen zusammen nur dafür, dass das bisschen Wärme, das ein Feuer erzeugt, nicht sofort wieder weg ist. Es gibt übrigens einen Punkt, an dem die alte Bauweise der modernen bis heute überlegen ist, und er hat nichts mit Wärme zu tun. Moderne Jurten werden mit Kunststoffplanen und Dampfsperren gebaut, und genau dort tritt ein Problem auf, das die alte Bauart nicht kennt: Schimmel. Eine dichte Hülle sperrt die Feuchtigkeit ein, die die Bewohner selbst erzeugen, und der Filz darunter fault. Der Wollfilz der traditionellen Jurte ist offen für Wasserdampf und lässt ihn durch. Die Bauweise ist nicht deshalb luftdurchlässig, weil man es damals nicht besser konnte. Sie ist es, weil es funktioniert. Bleibt die Frage, wie viele Konstruktionen wir heute für unfertig halten, obwohl sie längst fertig sind und wir bloß den Zweck nicht mehr kennen. Schreib mir in die Kommentare, welche dir dazu einfällt. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.